I'm just notifying John Deere right now. If you do that, we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States. Amerikas bekanntestes Traktorunternehmen, John Deere, packt seine Sachen und zieht in den Süden. Und Donald Trump nimmt es nicht gut auf. Hier geht es nicht nur um Arbeitsplätze oder Handel. Es ist eine direkte Folge der Zölle, die Trump einmal als brillant bezeichnet hat. Oh, und jetzt? Das könnte nach hinten losgehen. Glauben Sie, dass Trumps Zölle amerikanischen Unternehmen geholfen oder geschadet haben? Kommentieren Sie 1, wenn sie geholfen haben, 0, wenn sie geschadet haben. Schauen wir uns an, was passiert ist, warum John Deere diesen umstrittenen Schritt getan hat und wie sie einen politischen Feuersturm entfacht hat. John Deere is going to, and anybody else that does this, because it's hurting our farmers, it's hurting our manufacturing. And if you do that, you're going to have a 200% tariff put on the product that you make in Mexico, right across the border. They think they're going to make product. John Deere, das Aushängeschild der amerikanischen Landwirtschaft, sorgte vor kurzem für Aufsehen, als es beschloss, einen Teil seiner Betriebe nach Mexiko zu verlagern. Dies könnte einen erheblichen Einfluss auf Trumps America First-Strategie haben, zu der er sich zuvor bekannt hatte. Er antwortete wütend und drohte mit einer 200%igen Abgabe auf in Mexiko hergestellte John Deere-Produkte. Dieses Manöver war jedoch nicht so einfach, wie Trump gehofft hatte. Dies könnte ungewollte Auswirkungen auf die gesamte US-Landwirtschaft haben. Für Trump ist die Entscheidung von John Deere, die Produktion auszulagern, ein Verrat. Ein Unternehmen, das so eng mit Amerika verbunden ist, sucht nun anderswo nach Profiten? Es überrascht nicht, dass er damit drohte, alle mexikanischen Produkte mit einer 200%igen Steuer zu belegen. Doch John Deere ließ sich nicht beirren. Das Unternehmen verteidigte seine Entscheidung mit dem Hinweis, dass dies ein wichtiger Schritt sei, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Während Trump versucht, Angst zu machen, hat John Deere bewiesen, dass amerikanische Unternehmen sich im Ausland entwickeln können, ohne durch protektionistische Gesetze im eigenen Land eingeschränkt zu werden. Angesichts der eskalierenden Produktionskosten in den Vereinigten Staaten musste John Deere die Produktion nach Mexiko verlagern, um zu überleben. Die Arbeitskosten in den Vereinigten Staaten sind mehr als doppelt so hoch wie in Mexiko. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen in neue Bereiche hineinwachsen. Brasilien, Indien und China gehören zu den Märkten mit der größten Nachfrage nach Landmaschinen. Und wenn John Deere nicht reagiert, werden sie zurückbleiben. Deshalb sind Trumps saftige Zölle mehr als nur eine Bedrohung für den Industriesektor. Außerdem könnten sie die US-Unternehmen im globalen Wettbewerb erheblich benachteiligen. Auffallend ist, dass es bei diesem Konflikt um mehr geht als nur um Politik und Zölle. Er spiegelt auch einen bedeutenden Wandel in der Agrarwirtschaft wider. Die Automatisierungstechnik verdrängt nach und nach die herkömmliche Arbeit. GPS-gesteuerte Traktoren, KI-gesteuerte Mähdrescher und Drohnen, die Felder inspizieren, sind keine Neuheit mehr. Doch obwohl die Technologie das Spiel verändert, scheint Trumps protektionistische Politik eine antiquierte Wirtschaft aufrechtzuerhalten und die Ungleichheit im Agrarsektor zu verschärfen. John Deere hat bewiesen, dass es sich nicht scheut, Trumps Forderungen zu bekämpfen. Das Unternehmen hat erkannt, wie wichtig die weltweite Expansion ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber wird dies Trump dazu veranlassen, seine Politik zu überdenken? Die Frage bleibt offen. Aber eines ist klar: Wenn John Deere diesen Prozess gewinnt, werden viele weitere amerikanische Unternehmen folgen, wodurch es viel schwieriger wird, die heimische Produktion zu verteidigen als je zuvor. But they're going to have to pay a tremendous tariff, which means two things. They're not going to build the plant. If it's not too late, they're not going to build the plant. This country is going to make a lot of money. Or they're going to build the plant, but they're going to build it in the United States somewhere, and ideally a place like Michigan or South Carolina, where we have a lot of auto business. But we're not going to let that happen. Wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie bitte weitere Videos wie dieses. Der Konflikt zwischen John Deere und Trump geht über Zölle und protektionistische Maßnahmen hinaus. Er erzählt die Geschichte der US-Wirtschaft, die vor einem unausweichlichen Übergang steht. Wenn Trump gewinnt, werden die Unternehmen von protektionistischen Maßnahmen betroffen sein. Sollte John Deere jedoch den Zuschlag erhalten, würde sich die Art und Weise, wie die US-Wirtschaft funktioniert, grundlegend ändern. Cost of equipment has just gone through the roof to buy anything like that because it just would be cost prohibitive.
Letztendlich werden die amerikanischen Verbraucher die Hauptlast des Preisanstiegs bei Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen infolge dieser protektionistischen Maßnahmen tragen. Dies könnte die Amerikaner, insbesondere Familien mit niedrigem Einkommen, zu höheren Lebenshaltungskosten zwingen, insbesondere für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel. Infolgedessen wird der Handelskrieg nicht nur Auswirkungen auf Unternehmen und die Handelspolitik haben. Er wird einen direkten Einfluss auf das tägliche Leben der Amerikaner haben. Als Trump sagte, ich werde weltweite Zölle erheben, hörte der ganze Globus ein Echo. Natürlich konnte Europa nicht stillhalten. China drehte durch, während die Vereinigten Staaten das Spiel mit den Zöllen dominierten. Doch wer wird am Ende verlieren? Die EU, die sich gegenüber Trump am hartnäckigsten zeigte, hat schließlich umgeschwenkt wie ein Boot, das im Sturm treibt. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, setzte sich zunächst für einen weltweiten Widerstand gegen Trumps Zollplan ein und warnte sogar vor einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. Doch nur wenige Tage später verblüffte die EU mit einer völligen Kehrtwendung ihrer Position. Ursula verkündete, With the United States. Indeed, we have offered 0 tariffs for industrial goods, as we have successfully done with many other trading partners, because Europe is always ready for a good deal. Was wie ein Hindernis für Trump aussah, wurde schnell zu einem demütigenden Stolperstein für die Europäische Union. Trotz ihres anfänglichen Trotzes und ihrer öffentlichen Widerstandsbekundungen hat die EU schneller nachgegeben, als irgendjemand hätte vorhersagen können. Man kann sich die Stimmung in Brüssel nur vorstellen. Nüchterne Gesichter hinter verschlossenen Türen, die erkennen, dass es weniger schmerzhaft sein könnte, weitere 3 Billionen Euro auszugeben, als einen wirtschaftlichen Faustkampf mit Donald Trump fortzusetzen. Als es darum ging, zwischen Stolz und wirtschaftlichem Überleben zu wählen, gewann das Überleben. Aber hier ist die Wendung. Trump gewinnt so oder so. Egal, ob die EU mit den Füßen auf den Verhandlungstisch tritt oder unter dem Druck einknickt. Er sieht es als Sieg an. Und in der brutalen Welt der globalen Handelskriege ist Wahrnehmung Macht. Und dann ist da noch China. Kein Zurückweichen, kein Einlenken. Während die EU eine Kehrtwende vollzog, legte China noch einen drauf. Trump forderte China auf, die 34-prozentigen Vergeltungszölle auf US-Waren fallen zu lassen, eine kühne Forderung, die Peking jedoch nicht akzeptierte. Die Antwort war schnell und unmissverständlich. Nein. China hat sich nicht nur geweigert, sondern auch hart gekontert. Sie verhängten zusätzliche Zölle in Höhe von 34%, verschärften die Ausfuhrbeschränkungen für seltene Erden, die für die Technologie- und Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind, und setzten rund 30 US-Unternehmen auf die schwarze Liste. Organisationen auf die schwarze Liste gesetzt. Viele von ihnen sind stark in nationale Verteidigungsaufträge eingebunden. Das kommt noch zu den Dutzenden von US-Firmen, die bereits in Trumps ursprünglichem Zollnetz gefangen sind. Es handelte sich nicht nur um wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen, sondern um eine offene Erklärung des Wirtschaftskriegs. Und Trump? Auch er gab nicht nach. In wahrer Trump-Manier erhöhte er den Einsatz mit Drohungen über weitere 50% an. Zöllen und drohte sogar mit einem wilden Satz von 104%. Denn wenn Trump verhandelt, tut er das wie in einem Casino und erhöht den Einsatz mit jedem Tweet. Was als Zollstreit begann, eskalierte zu einer brutalen Wirtschaftsschlacht zwischen zwei globalen Giganten. Schlag für Schlag, Drohung für Drohung. Ein Boxkampf mit hohem Einsatz, bei dem beide Seiten bluten, aber keiner bereit ist, auf die Matte zu gehen. Die Gefahr ist real. Diese gegenseitigen Zollerhöhungen drohen nun die gesamte Weltwirtschaft zu destabilisieren. Die Märkte sind verunsichert. Die Preise steigen. Die Industrie ist in Aufruhr. Und inmitten dieses Chaos sehen Nationen wie Kanada plötzlich nicht mehr wie passive Zuschauer aus, sondern eher wie Königsmacher. Hier kommt Kanada ins Spiel, das die Trumpfkarte in der Hand hält: Öl. Während Premierministerin Danielle Smith in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend war, ließ sie in einer kürzlich abgegebenen Erklärung eine leise Bombe platzen. Auf Druck könnte Kanada seine Ölexporte von 4 Millionen Barrel pro Tag umleiten, von denen die meisten derzeit in die USA gehen, und sich stattdessen nach Europa oder Asien orientieren. Das ist keine Drohung,
sondern eine seismische Verschiebung in der globalen Energieausrichtung. Und jetzt kommt der Clou. US-Raffinerien sind nicht so gebaut, dass sie dieses Angebot problemlos ersetzen können. Die Umstellung der Betriebe auf die Beschaffung und Verarbeitung von Öl von neuen Partnern könnte Jahre dauern und Milliarden kosten. Kurzfristig bedeutet das steigende Kraftstoffpreise, Energieknappheit und eine noch größere Belastung für ein ohnehin schon anfälliges Wirtschaftssystem. China schlägt vielleicht wirtschaftlich zu, aber Kanada? Kanada könnte mit einem Handgriff einen Stromausfall verursachen. Jetzt ist der Handelskrieg von Trump nicht mehr nur eine Schlagzeile, sondern eine sich anbahnende globale Wirtschaftskrise. Die Verbündeten überdenken ihre Allianzen. Die Feinde werden immer lauter und amerikanische Arbeiter, Industrien und Verbraucher sind in der Mitte eines Kräftemessens gefangen, für das niemand gestimmt hat. Die Frage ist nicht, ob Trumps Zollstrategie Schaden anrichten wird. Die Frage ist nur, wie viel Verwüstung die Welt verkraften kann, bevor alles aus den Fugen gerät. Could sign deals with European refineries, with Indian refineries. We could actually redirect those purchases somewhere else, and that would solve our trade deficit. Wenn nötig, könnte Kanada das globale Ölgeschäft auf den Kopf stellen, mit rund 4 Millionen Barrel Öl pro Tag, die in die Vereinigten Staaten fließen, 700.000 davon. Speziell an die Golfküste war Kanada lange Zeit der stille Energiepartner der USA. Doch diese Stabilität ist möglicherweise nur noch von kurzer Dauer. Das ist die Zahl, die Donald Trump genau im Auge behalten sollte, wenn Kanada beschließt, auch nur einen Bruchteil seiner Exporte nach Europa statt in die US zu lenken. Wären die Schockwellen sofort da. Plötzlich würden die US nicht nur ein Zollproblem, sondern auch eine Rohölkrise haben. Und kanadisches Öl zu ersetzen ist nicht so einfach, wie einen weiteren Hahn zu öffnen. Amerikanische Raffinerien sind genau auf die Verarbeitung bestimmter Rohölsorten eingestellt. Ein Großteil davon ist Schweröl, das Kanada liefert. Eine Umstellung auf andere Quellen würde bedeuten, dass die Infrastruktur umgerüstet werden müsste. Ein langsamer und kostspieliger Prozess. Das ist ein logistischer Albtraum, vor dem Energieexperten warnen und der zu einem Preisanstieg auf breiter Front führen könnte. Und es gibt bereits Anzeichen dafür, Kraftstoffanalysten warnen vor einem Preisanstieg von 20 bis 40 Cent pro Gallone an Tankstellen in Neuengland. Aber das Öl ist nur der erste Dominostein. Die größere Sorge ist, was passiert, wenn Trumps wirtschaftliche Unbesonnenheit eine Kettenreaktion in mehreren Branchen auslöst. Nehmen Sie die Autoindustrie. BMW, Audi, Mercedes. Keiner von ihnen bekommt durch Trumps aggressive Zölle einen Freifahrtschein. In der Tat sind die deutschen Giganten wütend. Und sie sind nicht allein. Amerikanische Hersteller, die in hohem Maße auf globale Lieferketten angewiesen sind, sitzen am längeren Hebel. Viele stehen jetzt vor einer schweren Entscheidung, schließen oder die Produktion drosseln. So oder so stehen die amerikanischen Arbeitnehmer auf dem Präsentierteller. Und das Silicon Valley? Es blutet. US. Technologieunternehmen haben Millionen an potenziellen Einnahmen verloren, weil sie gerade dann vom chinesischen Markt ausgeschlossen wurden, als die Nachfrage ihren Höhepunkt erreichte. Jahrelange Expansion, Innovation und sorgfältig aufgebaute internationale Beziehungen, all das wird durch einen Zollkrieg gefährdet, der keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Und dann ist da noch die Landwirtschaft. Die Landwirte, die einst zu Trumps treuer Basis gehörten, schlagen Alarm. Die Märkte, auf die sie einst angewiesen waren, sind verschwunden und durch Unsicherheit und unverkaufte Ernten ersetzt worden. Die Auswirkungen betreffen ländliche Städte, kleine Unternehmen und die gesamte Lebensmittelversorgungskette. Das ist keine Theorie mehr, es passiert in Echtzeit. Die schwierige Frage, die sich nun stellt, lautet: Ist sich Donald Trump darüber im Klaren, dass seine Strategie, wenn sie unkontrolliert bleibt, genau die Wirtschaft zum Einsturz bringen könnte, die er angeblich retten will? Jüngsten Daten zufolge äußern 62% der Arbeitnehmer in den wichtigsten Industriestaaten Orte, die Trump 2016 zum Sieg verhalfen, jetzt Besorgnis oder regelrechte Wut über die Auswirkungen seiner Zollpolitik. Und dieses Mal kommt die Gegenreaktion nicht von Experten oder politischen Rivalen. Sie kommt von der Basis, aus Fabriken, Farmen und Zapfsäulen. Trump hat versprochen, Arbeitsplätze zurückzubringen. Stattdessen hat er einen Feuersturm entfacht, der die Grundlagen der amerikanischen Industrie zu zerstören droht. Die Weltwirtschaft ist im Umbruch.
und die US, die einst als Stabilitätsanker galten, sehen mehr und mehr wie ein Joker aus. Und in diesem wirtschaftlichen Roulette-Spiel mit hohem Einsatz ist es nicht Trump, der am meisten zu verlieren hat, sondern der amerikanische Arbeitnehmer. I don't know where it ends. I hope it ends soon. I hope it ends with us willing to be good partners with these countries around the world and be willing to sit down at the table. Wenn dieser Handelskrieg weitergeht, werden nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Landwirte die Hauptlast der Folgen zu tragen haben. Außerdem könnte die gesamte US-Wirtschaft zusammenbrechen, wenn nicht umgehend Anpassungen vorgenommen werden. Wechseln Sie nicht den Kanal. Denn dieser Zollplan könnte Trump zum Gewinner machen, während wir alle verlieren. Die Finanz-, Steuer- und außenpolitischen Auseinandersetzungen werden immer heftiger. Die Gegner innerhalb der MAGA-Partei haben sich zu Wort gemeldet und fordern eine klarere Ausrichtung. Was ist hier eigentlich los? Look, I don't think so. There's a lot of good faith dialogue and discussion going on between leaders in both chambers, and that's been very productive. It's a one-team approach, and I think we're going to continue that for the next couple of hours, and we'll see where we land tonight. Die MAGA-Partei ist in Aufruhr. Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, ist nicht in der Lage, seine Kollegen davon zu überzeugen, den Haushaltsvorschlag zu unterstützen. They used the Rules Committee resolution to circumvent U.S. law. So that's the difference. What's their reaction to that? It's illegal. It looks like there's 15 members that are holding out right now. So unless something changes, if you can't pass it, you pass it so you do something better. Now, it clearly doesn't have a vote. There's, I know of over 12 members that are planning to vote against it. Wichtige Mitglieder der Partei, darunter Andy Biggs, Chip Roy und viele andere, haben sich energisch gegen den Haushalt ausgesprochen. Sie behaupten, sie sei zu schwach, zu wenig entschlossen und nicht in der Lage, Amerikas riesiges finanzielles Ungleichgewicht in den Griff zu bekommen. Dies ist nicht nur ein Misserfolg für MAGA Mike, sondern auch ein kollektives Versagen der MAGA-Partei, sich auf eine Finanzstrategie zu einigen, die langfristige Ergebnisse bringen kann. Die von den Parteiführern getroffenen Entscheidungen werden einen großen Einfluss auf die Wirtschaft der Vereinigten Staaten haben. Dies trägt nur zu den unnötigen wirtschaftlichen Turbulenzen bei. Proposing $4 billion in cuts over 10 years. We got a $2.25 trillion a year structural deficit that needs to be addressed, and they're not really put it in there. Give us some assurances. There's a lot of mistrust in that process right now, so we're trying to work through that right now with a bunch of members. I am a no on this bill as it stands. Der Haushaltsvorschlag des Senats sieht lediglich Kürzungen in Höhe von $4 Milliarden vor, während die MAGA-Gesetzgeber $1,5 Billionen fordern. Es ist klar, dass dieser Vorschlag keine Lösung für Amerikas massives Haushaltsdefizit darstellt. Diese Diskrepanz entfacht nicht nur einen hitzigen Streit, sondern verdeutlicht auch den mangelnden Konsens der MAGA-Partei in Bezug auf den Haushalt und die Besteuerung. Da der Haushalt für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Stabilität von entscheidender Bedeutung ist, zeigen die Meinungsverschiedenheiten zwischen den MAGA-Politikern einen großen Fehler in Amerikas finanzpolitischem Ansatz auf. Trump verhängt weiterhin Zölle gegen Länder wie China, während die Europäische Union und Japan über Amerikas inkonsequente Politik besorgt sind. Plötzliche Aktionen wie die Aussetzung der Zölle lassen nur Zweifel an seinen Führungsqualitäten aufkommen. Diese Politik verschärft nicht nur die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in Übersee, sondern führt auch zu internen Streitigkeiten innerhalb der MAGA-Partei. Die abrupten Veränderungen in der Außenpolitik haben viele dazu veranlasst, daran zu zweifeln, ob der Plan wirklich langfristige Vorteile bringen würde. The latitude, the runway to do what it is he was elected to do, and that is get this economy going again and get our trade properly balanced with other countries. So I think most of the American people understand the necessity of that. At some point, if you're in Congress, pass a math test. Because the Senate bill doesn't add up. It will destroy this country with more deficits and the inflation tax that is crippling the average American family. I will not vote for the Senate. MAGA-Politiker melden sich zunehmend zu Wort und fordern eine klarere und praktischere Agenda. Chip Roy und Ralph Norman haben den Haushalt des Senats heftig kritisiert und eine stärkere Antwort auf das große Haushaltsungleichgewicht und die Staatsverschuldung gefordert. Jetzt ist es an der Zeit, dass die MAGA-Partei aktiv wird. Und zwar nicht mit vorübergehenden Entscheidungen, sondern mit langfristigen und effektiveren Antworten.
Diese MAGA-Politiker stellen die Führungsqualitäten der Parteiführer und ihr Urteilsvermögen bei der Führung Amerikas aus der wirtschaftlichen Katastrophe in Frage. Man hat es uns gesagt. We were told by Donald Trump and House Republicans that you were going to lower the high cost of living for everyday Americans. In fact, we were told that you were going to do it on day one. And it hasn't happened. Der Kampf innerhalb der MAGA-Partei beschränkt sich nicht mehr auf den Haushalt und die Steuern. Es ist ein Kampf um Vertrauen und politische Effektivität. Trumps Vorgehen hat nicht nur bei den Führern seiner eigenen Partei, sondern auch in der amerikanischen Bevölkerung breite Verurteilung hervorgerufen. Sie wollen mehr als nur eine solide, langfristige Politik. Sie wollen auch Maßnahmen, die das Vertrauen wiederherstellen. Diese Instabilität setzt die US-Wirtschaft erheblichen Gefahren aus. In Verbindung mit einer widersprüchlichen Außenpolitik schwindet das Vertrauen in die Regierung immer mehr. Die US-Wirtschaft ist derzeit mit enormen Risiken konfrontiert. Die schlecht durchdachte Politik der MAGA-Parteiführer treibt das Land weiter in wirtschaftliche Turbulenzen. Die mangelnde Einigkeit der Parteiführer verursacht nicht nur politische Probleme, sondern bringt auch die Wirtschaft zum Stillstand. Unterdessen sehen sich die Bürger und die kleinen Unternehmen mit den Folgen dieser unüberlegten und schlecht vorbereiteten Maßnahmen konfrontiert. Diese Instabilitäten führen zu einer Verunsicherung der Bürger und Unternehmer in der heutigen Wirtschaft. 2000 Arbeitsplätze sind weg. 50 Milliarden Dollar wurden fehlgeleitet. Ford hat nicht nachgegeben. Ford ist zurückgetreten. Es gibt keine Warnung, keine Entschuldigung und keine Verhandlung. Nur ein Schritt, das Verlassen des amerikanischen Bodens. Und eine Frage bleibt, ist dies Verrat oder der einzige Weg? Um zu überleben? Erstens, Michigan war mehr als ein Jahrhundert lang das Zentrum der amerikanischen Industrie, nachdem Ford das Grundstück, auf dem es gegründet wurde, aufgegeben hatte. Ford, das Lebenselixier von Wayne und einst der Stolz der amerikanischen Arbeiter. Dann wurde bekannt, dass die Produktion des Focus, des C-Max und der meisten EV-Baureihen nach Übersee verlagert werden soll. Keine Fabriken, Fließbänder oder Versprechen mehr zu bleiben. Der Grund? Ford kann sich den durch die Zölle verursachten Sturm nicht mehr leisten. Stahl ist teurer. Aluminium ist teurer. Zwischen 2020 und 2024 werden die Lithiumpreise voraussichtlich um mehr als 300% steigen. China raffiniert 80% des weltweit vorhandenen Lithiums. Amerika verhängte Zölle. Ford hat den Preis dafür bezahlt. Der Bau von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten kostet derzeit 25% mehr als in anderen Ländern. Ford wurde in die Enge getrieben. Zweitens, wir konkurrieren nicht mit einem Unternehmen. Wir konkurrieren mit einem System. Tesla ist nicht nur ein Fahrzeughersteller. Tesla ist ein System, ein Imperium, das Lithium abbaut, Batterien herstellt, Automobile produziert und selbstfahrende KI im eigenen Haus trainiert. Keine Autohäuser oder bürokratischen Hindernisse. Während Ford immer noch mit Gewerkschaften und alten Systemen zu kämpfen hat, liefert Tesla direkt an ihre Haustür. Ein Ford-Manager brachte es auf den Punkt. Wir konkurrieren nicht mehr mit einem Hersteller. Wir kämpfen gegen eine ganz andere Produktionsgesellschaft. Also hat Ford zurückgeschossen. Das Projekt T-Dry, eine komplette Neugestaltung. 50 Milliarden Dollar an Investitionen. Partnerschaft mit BMW bei Festkörperbatterien. 90% der Montagearbeiten werden von Robotern durchgeführt. Elektroautos mit einer Reichweite von 1 Million Meilen und einer Ladezeit von nur wenigen Minuten. Keine Ausstellungsräume mehr. Einfach anklicken und losfahren. Ford produziert keine Automobile mehr. Das Unternehmen baut die Zukunft. Drittens wurde Ford als Verräter abgestempelt. Aber sie haben nicht mit der Wimper gezuckt. Innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung kam es zu politischen Unruhen. Trump schlug unweigerlich zurück. Sie kehrten den Arbeitern, die sie geschaffen hatten, den Rücken zu. Bestrafung wurde erwogen. Zöller, schwarze Listen und die Kündigung von Verträgen auf Bundesebene. Und Ford wich nicht zurück, wich nicht aus und erklärte nichts. Nur eine Aussage von CEO Jim Farley. Ist es Ihnen lieber, 2000 Arbeitsplätze jetzt oder 20.000 in 5 Jahren zu verlieren? Hart? Ja, aber das ist die Realität. Ford ist nicht geflohen. Sie beschlossen zu überleben. Sie gaben ein Symbol auf, um die Struktur zu retten. Und leider könnte das, was heute wie Verrat aussieht, der pragmatischste Akt von Patriotismus sein, den wir je erlebt haben. Viertens, sich anpassen oder verschwinden. Ford hat eine Entscheidung getroffen.
Ford kennt die Wahrheit. Kein Unternehmen kann in der Zukunft erfolgreich sein, wenn es in der Vergangenheit verhaftet bleibt. Die Märkte warten nicht darauf, dass die Regierungen handeln. Zögere und du bist erledigt. Während Trump schreit, definiert Ford das Spiel völlig neu. Es gibt keine Schraubenschlüsseldreher mehr, keine veralteten Fabriken mehr, kein Verlassen mehr auf politische Stimmungsschwankungen. Sie schaffen Fabriken, in denen es mehr Roboter als Menschen gibt. Sie geben Softwareentwicklern den Vorzug vor Montagearbeitern. Sie verkaufen Autos auf die gleiche Weise, wie Amazon Dinge liefert. Wenn sie Erfolg haben, wird Ford zum Vorbild für die Wiederbelebung der amerikanischen Industrie nach dem Öl. Wenn sie scheitern, wird dies als Weckruf für alle Giganten der alten Wirtschaft dienen. Nicht blinzeln. Ford mag der Erste sein, aber er wird nicht der Letzte sein. Die Hersteller in den Vereinigten Staaten kämpfen darum, im Geschäft zu bleiben. Ford befindet sich an einem kritischen Punkt, da die Schutzvorschriften offenbar nicht mit der sich schnell verändernden Technologie und dem weltweiten Markt Schritt halten können. Anpassung an die Technologie oder Beibehaltung des alten Modells. Und wenn sie es richtig machen, wird die US-Automobilbranche im Zeitalter der Elektrofahrzeuge überleben und florieren? 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. In the meantime, there will be a 90-day pause on the reciprocal tariffs as these negotiations are ongoing. Inmitten des Aufruhrs ändert Donald Trump seinen Kurs und verkündet einen 90-tägigen Aufschub der Zölle. Will er das Problem wirklich lösen oder gerät er nur in Panik? In der Vergangenheit hatte Trump kühn erklärt, dass es keinen Aufschub der Zölle geben würde. Einer kompletten 180-Grad-Wendung erklärt er einen 90-tägigen Aufschub der Zölle. Viele andere fragen sich, ob er in Panik gerät, während die Wirtschaft immer mehr zusammenbricht. Die ganze Welt schaut auf einen von Trumps Schachzügen, der so ist, als würde man ein Feuer entfachen und gleichzeitig versuchen, es zu löschen. Zuvor hatte er erklärt, dass ein Aufschub der Zölle Panik auslösen würde. Und das kann Amerika nicht gebrauchen. Doch nur wenige Tage später widerspricht Trump sich selbst und verschiebt die Zölle in dem Versuch, die Wirtschaft zu schützen. Dies wirft die Frage auf, ob diese Entscheidung durch Panik motiviert war, nachdem er den Rückgang des Anleihemarktes beobachtet hatte. Niemand weiß das mit Sicherheit. Aber dieser abrupte Wandel hat die Öffentlichkeit auf jeden Fall verblüfft. Entschuldigen Sie, Raquel, wenn ich noch etwas zu dem sagen darf, was die Sekretärin gesagt hat. Viele von Ihnen in den Medien haben eindeutig die Kunst des Deals verpasst. Sie haben eindeutig nicht erkannt, was Präsident Trump hier tut. Sie haben versucht zu sagen, dass der Rest der Welt näher an China herangerückt wird, während wir in Wirklichkeit das Gegenteil erlebt haben. Die Europäische Union, einst ein lautstarker und trotziger Kritiker von Trumps Handelstaktik, hat etwas getan, was noch vor wenigen Monaten kaum jemand vorhergesagt hätte. Sie hat seinen Vorschlag 0 Zoll für 0 Zoll akzeptiert. Das ist eine erstaunliche Kehrtwende. Vor allem für einen Block, der sich einst geschlossen gegen das stellte, was er als rücksichtslosen Protektionismus bezeichnete. Doch nun, da der wirtschaftliche Druck wächst, hat die EU im Stillen ihren Kurs geändert. Dieser Wandel ist nicht nur eine politische Anpassung, sondern auch ein symbolischer Moment. Ein globaler Akteur, der einst vor einer wirtschaftlichen Katastrophe unter Trumps Handelsdrohungen warnte, erkennt nun tatsächlich den Einfluss an, den er die ganze Zeit über ausgeübt hat. Dieselben europäischen Staats- und Regierungschefs, die einst davor gewarnt haben, sich den US-Druck zu beugen, haben genau das getan und damit signalisiert, dass das Überleben in der Weltwirtschaft wichtiger ist als politischer Stolz. Trumps anfänglicher Zollblitz, der sowohl langjährige Verbündete als auch Rivalen ins Visier nahm, stieß auf breiter Front auf Empörung. Brüssel gab strenge Erklärungen ab, Experten schlugen Alarm und Vergeltungsmaßnahmen schienen unausweichlich. Doch nur wenige Tage später machte die EU einen Rückzieher und akzeptierte Trumps Vorschlag, was viele überraschte. Diese Kehrtwende hat Wirtschaftsanalysten und Außenpolitikexperten gleichermaßen verunsichert. Das ist nicht nur ein Verlust für die EU, es ist ein kompletter Rückzug, der viele an der allgemeinen Handelsstrategie des Blocks zweifeln lässt. Wo einst Stärke in der Einigkeit lag, herrscht jetzt Zögern und Neukalibrierung. Andere Weltmächte beobachten das Geschehen genau. Selbst China, Trumps vielleicht schärfster wirtschaftlicher Rivale, scheint seinen Ton zu ändern. Während die chinesische Regierung in der Vergangenheit Stärke und strategische Geduld demonstriert hat, deuten die jüngsten Signale darauf hin,
dass sie begierig, vielleicht sogar verzweifelt ist, einen Deal zu machen. Das einzige Problem, sie scheinen nicht recht zu wissen. Wie? Es ist eine ungewohnte Position für eine Nation, die normalerweise aus einer Position der kalkulierten Kontrolle heraus verhandelt. Chinas Stolz ist ungebrochen, aber es liegt eine sichtbare Spannung in der Luft. Trumps Aggressive Tactic, die anfangs noch weitgehend belächelt wurde, hat die Landschaft verändert. Die Welleneffekte sind real. Überall auf der Welt überdenken die Regierungen ihre Handelsstrategien. Die Welt hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass die EU sich Trump beugt oder dass China zurückweicht. Aber so ist es nun einmal, ob man ihn liebt oder verabscheut. Trump hat die Regeln des Welthandels neu gezeichnet. Und jetzt versuchen alle anderen nachzuziehen. Eine enorme Menge an Geist aus anderen Ländern, einschließlich China. China will ein Geschäft machen. Sie wissen nur nicht so recht, wie sie es anstellen sollen. Wissen Sie, das ist so eine Sache, die Sie nicht genau wissen. Sie sind ein stolzes Volk. Der Rest der Welt wäre gerührt. War dies ein unvermeidliches Ergebnis? Oder hätte Deere den USA treu bleiben sollen? Arbeiter bleiben sollen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Wir lesen jeden Einzelnen. Wenn Sie diese Aufschlüsselung hilfreich fanden, drücken Sie den Gefällt mir-Button, teilen Sie sie mit jemandem, der sie hören muss. Und vergessen Sie nicht, ein Abonnement abzuschließen, um mehr über die Schlagzeilen zu erfahren, die wirklich wichtig sind.